Willkommen zu einem weiteren spannenden Video. Japan ist bekannt für sein unglaublich effizientes und hochmodernes Bahnnetz. Millionen von Menschen nutzen täglich die berühmten Shinkansen-Schnellzüge und die überfüllten Pendlerbahnen in Städten wie Tokio und Osaka. Doch trotz der enormen Nachfrage gibt es in Japan auch Züge, die fast immer leer sind. Aber warum? Genau das schauen wir uns heute an. Ein Grund, warum manche Züge in Japan fast leer sind, liegt in ehrgeizigen Infrastrukturprojekten. In den 1960er bis 1980er Jahren wurden viele Bahnstrecken gebaut, um abgelegene Regionen zu erschließen. Damals glaubte man, dass sich diese Gebiete wirtschaftlich stark entwickeln würden. Doch in vielen Fällen blieb der große Wachstumsschub aus und die Bahnen wurden nie wirklich ausgelastet. Ein Beispiel ist die Shirakami-Linie, die wunderschöne Landschaften durchquert, aber oft nur von wenigen Fahrgästen genutzt wird. Viele dieser Strecken sind heute vor allem für Touristen interessant, aber im Alltag bleiben sie fast leer. Japan hat eines der größten demografischen Probleme der Welt. Viele ländliche Regionen haben eine alternde Bevölkerung und schrumpfen rapide, weil junge Menschen in die großen Städte ziehen. Das führt dazu, dass Bahnstrecken, die früher voll waren, heute kaum noch genutzt werden. In Präfekturen wie Akita oder Shimane gibt es ganze Bahnhöfe, an denen nur noch eine Handvoll Menschen täglich ein- oder aussteigen. Die Züge fahren nach Fahrplan, aber oft fast ohne Fahrgäste. Viele kleine Bahnunternehmen in Japan stehen kurz vor dem Aus. Während große Städte wie Tokio von riesigen Fahrgastzahlen profitieren, haben regionale Bahnbetreiber oft mit finanziellen Problemen zu kämpfen. Manche Strecken werden nur noch durch staatliche Subventionen am Leben gehalten. Ein gutes Beispiel ist die Sanriku Railway in Nordjapan. Nach dem Tsunami 2011 wurde die Strecke wieder aufgebaut, aber die Zahl der Pendler ist nicht hoch genug, um den Betrieb rentabel zu machen. Ohne Unterstützung würde sie wahrscheinlich eingestellt. In Japan gibt es auch sogenannte Geisterzüge, Züge, die eigentlich keine Passagiere mehr befördern sollten, aber trotzdem weiterfahren. Warum? Weil das Abreißen einer Bahnstrecke aufwendiger und teurer sein kann, als sie einfach weiter zu betreiben. Ein berühmtes Beispiel war die Kushirataki-Station auf Hokkaido. Sie sollte geschlossen werden, aber ein einziger Schulmädchen nutzte sie jeden Tag, um zur Schule zu fahren. Deshalb blieb der Zugbetrieb bestehen, extra für eine Person. Ein weiterer Grund für leere Züge in Japan sind die extrem teuren Luxus-Express-Züge. Einige Bahnunternehmen haben exklusive Reisezüge mit luxuriösen Kabinen, Gourmet-Restaurants und Panorama-Finstern eingeführt. Doch diese Fahrten sind so teuer, dass sich nur wenige Menschen eine Reise leisten können. Der Train Suite Shikishima zum Beispiel bietet ein einzigartiges Erlebnis, aber mit Preisen von mehreren tausend Euro pro Ticket sind die Waggons oft nur spärlich besetzt. Zusammengefasst gibt es mehrere Gründe: überambitionierte Bahnprojekte, eine alternde Bevölkerung, unrentable Strecken, Geisterzüge und teure Luxuszüge. Trotz Japans Ruf als Bahnparadies gibt es viele Strecken, die kaum genutzt werden und vielleicht in Zukunft ganz verschwinden. Hast du schon einmal in einem fast leeren Zug gesessen? Schreib es in die Kommentare. Vergiss nicht, das Video zu liken und den Kanal zu abonnieren für mehr spannende Inhalte rund um Züge und Bahnreisen.